Tiefbau im Garten. Hier wird ein Schwimmteich gebaut. Es wird gemauert, betoniert und verputzt. 3 Meter mal 11,5 Meter soll er groß werden. Wasservergnügen ohne Chemie wird immer beliebter. Schwimmteiche wurden in den letzten Jahren sehr populär, da sich jeder ein Stück Natur im Garten wünscht. Und in den 70er, 80er waren so die Chlorpools inne und jetzt hat der Trend sich leicht gewandelt zu den Naturschwimmteichen. Landschaftsgärtner Mike Meyer und sein Team haben viel Erfahrung und zeigen, wie es geht. 4 bis 6 Wochen dauert es, bis der Schwimmteich mit natürlicher Regenerationszone im Kiesbett fertig ist und das Wasser eingelassen werden kann. Ein Neubau mit Gartengrundstück. Hier soll nach den Wünschen der Eigentümer ein Schwimmteich gebaut werden. Hier entsteht ein Schwimmteich mit Pflanzfilter, biologische Filterung. Wir haben schon einige Schritte vorgefasst, die ich aufgrund des Bauablaufes so machen muss. Dieser Bereich ist später Holzterrasse. Der dunkelgrüne Bereich wird der Schwimmbereich sein. Der hellere Bereich der Pflanzenfilter. Und außenrum, dieser graue Bereich, wird ein Gehweg sein zur Pflege und Instandhaltung. Und der restliche grüne Bereich ist Pflanzbeet. Als nächstes findet der Aushub statt. Die Wassertiefe wird ungefähr bei 1,50 Meter liegen. Außenrum 1,80 Meter breit der Pflanzstreifen mit der Filterung, gefüllt mit Kies und Wasserpflanzen. Und heute beginnen wir jetzt erstmal mit dem Aushub. Nach der Planung beginnt der Bagger. Mike hebt eine Baugrube mit den Maßen 12,5 mal 4,5 Meter aus. Für die Mauern wird also rundum ein guter Meter mehr ausgehoben. In der Tiefe baggert er ca. 40 cm mehr aus für Schotter und Betonboden. Um die Maße des Aushubs dreidimensional genau zu berechnen, arbeiten Mike Meyer und sein Kollege Wojtek Respondek mit einem sogenannten Rotationslaser. Ja, 1,90 Meter, ja. Genau. Also die Höhe, die ich jetzt hier einstelle, ergibt sich von dem Nullpunkt, was der Bordstein ist, plus die Höhe vom Laser, der ja 20 cm aufträgt, plus die Betonschicht, die ich unter die Steine kriege, plus den Schotter und die 1,50 Meter Beckenwandhöhe. Dementsprechend stelle ich jetzt den Laser ein und der Kollege kann dann beim Bagger immer kontrollieren, ob wir im grünen Bereich sind. Teamarbeit. Einer misst, einer baggert. So entsteht die Baugrube genau in der gewünschten Tiefe. Landschaftsgärtner Mike Meyer sieht sich in dieser Phase als Erdschnitzer. Mit dem Böschungshobel, so heißt der Baggerlöffel, kann er den Lehmboden exakt ausheben. Der Bagger reagiert für seine Größe recht feinfühlig. Je nach Beschaffenheit des Untergrunds kann es 2 bis 5 Tage dauern, bis die Baugrube fertig ist. Hier reichen 2. Jetzt für den Aushub mache ich mir hier mit dem Farbspray 1, 2 Markierungen. Das muss nur ungefähr sein. Beim Aushub kommt es auf den Zentimeter nicht an.
In der Aushubbreite ist natürlich Arbeitsplatz mit einberechnet. Hier auf dieser Seite werden noch Rohre verlegt für die Einströmdüsen, die das gefilterte Wasser später wieder in den Teich einströmen. Und ja, so weiter geht's zum Aushub. Nacharbeit von Hand. Der Lehmboden ist eine Herausforderung. Bauen jetzt nicht gerade der optimale Boden, weil es sehr humös, sehr dunkel. Das heißt, die Tragfähigkeit war auch schon beim Bau des Hauses ein Thema. Und wir werden jetzt halt mehr Schotter unten einbauen, um stabil zu werden im Untergrund her. Und dann sehen wir mal weiter. Vorerst arbeitet Baggerführer Mike in einem offenen U. So kann er bis zuletzt von einer Seite mit dem Bagger in die Baugrube einfahren. Also die Aushubtiefe ist jetzt erreicht und als nächstes kommt ein Schotterplanum mit Mineralgemisch 0,32, ca. 20 cm stark, um die Tragfähigkeit des Bodens zu erhöhen. Mittlerweile ist die Einfahrt in die Grube recht steil, aber bei aufmerksamer Fahrt bewältigt der Bagger die Steigung problemlos. Weil der Untergrund relativ weich ist, entscheidet sich Mike für eine höhere Schotterauflage und eine stärkere Betonplatte. Mühevoll. Mit dem Rechen wird der Schotter von Hand auf die gewünschte Höhe verteilt. Es ist gar nicht so einfach, im Gelände eine große Fläche in der Horizontalen in der Waage zu glätten. Auch hier hilft wieder der Rotationslaser. Das Mineralgewicht, das wir jetzt eingebaut haben, dient ja zur Stabilisierung des Untergrunds. Und die Verdichtung ist einfach Zweck und Sinn, dass die Tragfähigkeit besteht. Wenn ich das Zeug jetzt locker drin lassen würde, würde es nachgeben bei Belastung. Insofern die Belastung
wird vorweggenommen mit der Rüttelplatte. Möglichst gleichmäßig fährt Mike mit der Rüttelplatte über den losen Schotter. Die Vibrationsplatte verdichtet den Schotter um mehrere Zentimeter in der Höhe. So komprimiert wird der Boden der Belastung durch das Gewicht von rund 50 Tonnen Wasser im Pool standhalten. Wir sind beim Einmessen des Pools, was in diesem Fall relativ genau sein muss. Eigentlich exakt, da die Holzterrasse, die später hier angebaut wird, genau auf die Poolmauer aufläuft. Das heißt, die Höhe muss exakt stimmen und der Abstand die Parallelität zum Haus. Okay. Mike und Wojtek messen wie seit Jahrtausenden üblich mit Eisenstange, Schnur und Wasserwaage. Zentimeter rüber. Hier? Passt. Gut. Okay. Gut, die Maße scheinen genau zu stimmen. Jetzt übertragen wir das Maß runter auf die Schnur hier unten in den Baubereich. Auch das traditionelle Lot für die Senkrechte kommt zum Einsatz. Jo. Okay. So, das sind jetzt so Momente, wo sich gerne Fehler einschleichen. Nur zum Beispiel, dass ich hier die Schnur auf die Innenseite des Eisens mache und der Kollege auf der anderen Seite auf die Außenseite, und schon habe ich über die Gesamtlänge Zentimeter Unterschied in der Flucht. Das sind so kleine Details, die später zu relativ teuren Fehlern führen können. Und das sollte man sich besser Zeit lassen. So, das war das Einmessen. Die Höhe der Schnur stimmt nicht, die ist jetzt mehr nur für die Richtung. Die Höhe der Steine, das wird später alles mit Laser gesetzt, damit wir da auf dem exakten Maß sind. Das sind Betonschalungssteine. Mit ihnen wird das Team die Wände für den Schwimmbereich mauern. Die unterste Reihe der Schalungssteine wird in Beton gesetzt. Hier müssen Mike und Wojtek wieder sehr genau arbeiten, denn nach diesen Steinen werden alle anderen ausgerichtet. Drei. Ja, Auch hier kommt wieder der exakte Laser zum Einsatz. Die Höhe muss genau passen. Der Stein präzise und vor allem waagerecht gesetzt werden. Ein kleiner Fehler würde sich bis in die oberste Reihe vervielfachen.
Der Laser piept. Messen, nachmessen, korrigieren. Die Steine der ersten Reihe sitzen schließlich perfekt. Mit einem Bauwinkel überprüft Mike, ob der rechte Winkel eingehalten wurde. In der Höhe geht es zügig voran, fast wie mit Legosteinen. Die Schalungssteine passen ganz ähnlich mit Nut und Feder ineinander. Für die Verbindung und Stabilisierung zwischen den Steinen werden sogenannte Bewehrungseisen horizontal eingesetzt. Wenn die Mauer fertig ist, auch vertikal. Also das sind die Einströmdüsen, die das gefilterte Wasser aus dem Pflanzbereich wieder in den Poolbereich zurückführen. Und die bauen wir jetzt hier in der 4. Lage ein, im Abstand von 2,30 Meter. Bei der Gesamtlänge von 11,50 Meter Innenmaß ergibt sich das Maß geteilt durch 5. Dann werden die in gleichmäßigen Abständen eingebaut. Und der 4. Stein wird unten einfach leicht ausgeklinkt, sodass die Rohre gerade drin Platz haben. Und das wird dann später, wenn die Wand mit Beton gefüllt wird, mit einbetoniert. Mike Meyer kontrolliert laufend die Ausrichtung der Mauer und korrigiert, wenn nötig. Das offene U hat das Bauteam an 3 Seiten fertiggestellt. Zuletzt mauern sie die 4. Seite hoch und schließen den Schwimmbereich. Spannend, der Schlussstein wird gesetzt. Passt alles? Geh mit der Schnur ganz nach hinten, Wojtek. Mike ist zufrieden. Noch ein paar Korrekturschläge und alles ist im Lot. In der Schaufel des Baggers mischen die Bauarbeiter den Beton für die Schalungssteine direkt vor Ort. Den flüssigen Beton füllt Baggerführer Mike direkt aus der Schaufel in den Hohlraum der Schalungssteine.
Mit dem Flaschenrüttler verdichtet Wojtek Respondek den Beton. Eine Unwucht in dem Gerät überträgt sich auf den flüssigen Beton und sorgt dafür, dass eingeschlossene Luft entweichen kann. Auf der Oberkante der 3 Außenmauern des Schwimmbereichs befestigt das Bauteam eine Schalung für die Betonkante. Ja, das ist die Schalung für die Überlaufkante. Die muss sehr genau geschalt werden. Man kann später mit den kaschierten Folienblechen noch ein bisschen was ausgleichen. Aber das wird später die Kante sein, wo das Wasser rüber in den Pflanzbereich läuft. Eine solche Wasserkante zeigt unerbittlich jede Unebenheit. Deshalb muss die Schalung genau in der horizontalen Waage liegen. Die schräge Überlaufkante modelliert das Team mit der Hand. Der raue Beton wird mit feinem Mörtel geglättet. Die Mauern sind fertig. Die Betonplatte wird betoniert. Mit Schaufel und Rechen lässt sich der Beton gut, aber mühsam verteilen. In die Bodenplatte arbeiten Mike Meyer und sein Kollege Matthias Sebald Baustahlmatten als Armierung ein. Damit werden Beschädigungen des Betons durch Zugbelastungen verhindert. Die Oberfläche der Innenmauer wird wieder von Hand mit Mörtel geglättet. Auch der Beton der Bodenplatte wird mit der Rüttelplatte verdichtet und geglättet. Die Innenwände werden komplett verputzt. Außen an der Mauer im Überlaufbereich verlegt Mike die Rohre an die Düsen. Durch diese Rohre wird das später natürlich gefilterte Wasser zurück in den Pool gepumpt. Für den Erdeinbau werden orange, druckstabile Kanalgrundrohre verlegt.
Für den zweiten Verputz wird nochmal Mörtel angerührt. Also der Kollege verputzt jetzt den Teich im zweiten Gang. Mir geht es weniger um eine glatte Oberfläche, als die Fugen der Mauersteine abzudecken, dass die sich später nicht auf der Folie abdrücken. Der Bauraum am Rand des Schwimmbeckens wird vollständig mit Sand verfüllt. Mit dem Vibrationsstampfer wird in weiser Voraussicht die Erde verdichtet. In dem Fall wäre das Problem, dass wenn sich diese Erde setzen würde, bekäme die Folie eine Spannung. Und die Spannung würde sich dann hier oben am Bordstein, wo die Folie angeheftet wird, zu Rissen führen. Auch die Schräge der Überlaufkante wird mit feinem Putz geglättet. Während die Bodenplatte mit Estrich überzogen wird, kann der Überlaufbereich mit feinem Sand gefüllt werden. Auf dem Sand verlegt das Bauteam ein Teichvlies als Schutz für die Teichfolie. Das stabile Vlies schrauben sie mit einer Leiste an den Bordstein. Mike drückt das Vlies noch etwas an den Sand an. Auf der Überlaufkante verlegt Tomasz Respondek folienkaschierte Profile. Sie müssen horizontal präzise ausgerichtet werden, damit das Wasser gerade darüber läuft. Das Schwimmbecken wird innen komplett mit weißem Vlies ausgelegt. Auf Stoß an die Wand geklebt werden so Unebenheiten ausgeglichen. Die Profile werden am Rand aufgeklebt. Die Übergänge verschweißt Tomasz mit Heißluft. Also das sind folienkaschierte Bleche, die der Kollege da jetzt aufklebt. Die werden mit dem Laser genau auf den Millimeter genau gesetzt und an denen wird später die Folie angeheftet. Mit einem Spezialkleber wird das weiße Wandvlies auch außen zum Schutz der Teichfolie an die Mauer geklebt.
Ja. So sieht die Spezialfolie für den Schwimmteich aus. Die Auftraggeber haben sich für Grau entschieden. Der Pool erhält dadurch später eine natürliche grüne Farbe. Gerade bei Schwimmteichen ist Blau inzwischen out, weil es an gechlortes Wasser erinnert. Die Folienbahnen lassen sich am besten mit einer Schere zuschneiden. Zuerst verlegen Vater und Sohn Respondek die Folie im Überlaufbereich. Die glasfaserverstärkte Folie aus der Schweiz hat eine Stärke von 1,3 mm und kommt ohne Weichmacher aus. Mit dem Heißluftgerät wird die Folie zuerst an einzelnen Punkten festgeheftet. So schweißt man Folie richtig. Erhitzen und gleichmäßig mit der Rolle andrücken. Am Bordstein wird die Folie nur provisorisch befestigt. Erst wenn das Kiesbett eingefüllt ist, wird sie endgültig festgeschweißt. Sorgfältig verschweißt Tomasz Respondek die überlappenden Folienbahnen mit Heißluft. Für die Öffnung um das Pumpenrohr schneidet der Landschaftsgärtner nur einen kleinen Kreis in die Folie. Die erwärmte Öffnung lässt sich wie ein Gummi eng um das Rohr stülpen. Der Überlaufbereich des Schwimmteichs wird vollständig mit Folie ausgelegt. Die schwarzen Ansaugschläuche werden an den Kopfenden ausgelegt. Jetzt kann der Regenerationsbereich mit Kies aufgefüllt werden. In der Wand zur Terrasse wurden 3 Öffnungen für Unterwasserlampen mit Kernbohrungen vorbereitet. Also das ist der Pumpenschacht. Hier bauen wir jetzt die Umweltpumpe ein. Und die saugt halt das gereinigte Wasser durch die Absaugschläuche im Kies an und drückt es hier wieder rüber in die Einstromdüsen zum Pool. Also das ist jetzt eine 10.000er Pumpe und ja, bei 35 Kubikmeter ungefähr 3,5 Mal. Das heißt, alle 3,5 Stunden wird es einmal umgewälzt, komplett.
Der untere Kies ist etwas grobkörniger. Der obere, im Überlaufbereich, ist feiner, damit die Wasserpflanzen dort besser wurzeln können. Der Poolbereich wird vollständig mit weißem Vlies ausgelegt. Besonders im Schwimmbereich soll die Folie geschützt werden. Die graue Folie wird ausgerollt, auf Strümpfen, ohne Schuhe. Die Landschaftsgärtner achten darauf, dass es keine schwarzen Streifen auf der Folie gibt. Die könnte man später sehen. Alle Bahnen werden komplett überlappend verschweißt. Sauber arbeiten. Selbst die Steckerkupplung wird umwickelt, damit es keine Schleifspuren gibt. An der Wandinnenseite wird die Folie erstmal mit beidseitigem Klebeband angeheftet. Der Vorteil: bis zur endgültigen Fixierung kann man die Folie nochmal abheben und nachjustieren. Die Ecken werden erst bearbeitet, wenn ein Teil des Wassers eingelassen ist. Mit dem Heißluftgerät kann man die Folie an der Kante gut formen. Wenn die Folienbahnen an der oberen Kante befestigt sind, werden sie auf dem Boden verschweißt. Zügig wird der ganze Pool mit Folie abgedeckt. Der Schwimmteich ist schon fast fertig. Eine besondere Herausforderung für Folienspezialist Tomasz Respondek sind die Ecken. Hier überlappen 3 Folienbahnen im sichtbaren Bereich und müssen sauber verarbeitet werden.
Mit Schere, heißer Luft, Andruckrolle, Geduld und Erfahrung gelingt eine ordentlich verschweißte Folienecke. Die Folie ist fertig verlegt und gereinigt. Zum ersten Mal kann der Schwimmteich mit Wasser befüllt werden. Wassermarsch! Für die erste Füllung kommt das Wasser mit dem Feuerwehrschlauch vom Hydranten. Für zukünftige Nachfüllungen haben die Landschaftsgärtner eine 10.000 Liter Zisterne im Erdreich verbaut. Die erste Füllung. Das Ritual erinnert an den Stapellauf eines Schiffes. Jetzt kann die Folie an den oberen Ecken eingepasst werden. Das Gewicht des Wassers im Schwimmteich hat die Folie straff gezogen. Parallel zum Wassereinlauf werden die Wasserpflanzen für den Regenerationsbereich eingepflanzt. Das ist eine ausgeklügelte Mischung aus Sumpfdotterblumen, Schwertlilien, Froschlöffel, Rohrkolben und Tannenwedel. Ist eine bestimmte Mischung, die auch für die Reinigung des Wassers verantwortlich ist. Und die setzen wir jetzt schon mal trocken. Heute Abend wird dann der Filter komplett gefüllt, dass die auch Wasser haben. Und das ist so ziemlich der letzte Schritt des Schwimmteichbaus. Die Pflanzen aus eigener Anzucht wurden nährstoffarm vorgezogen. Das ist wichtig, damit sie in der neuen Umgebung gut anwachsen. Nach 4 Wochen ist der Schwimmteich fertig. Und, wie fühlt sich das an? Es ist ein tolles Gefühl, wenn so ein Teich zum Abschluss kommt. Erstens mal, weil man die Bauherren sieht, die sich tierisch freuen über das neue Stück Garten. Und man hat was geschaffen und man sieht, was man gemacht hat. Es ist einfach ein erfüllendes Gefühl. Dieser Schwimmteich mit natürlicher Wasserklärung kostet rund 35.000 €, bietet aber Badespaß für Jahrzehnte. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.